Wofür steht das dx am Ende des Integrals? Das wird klar, wenn man sich die Herleitung des bestimmten Integrals anschaut. Unterteilt man das Integrationsintervall in endlich viele Teilintervalle, dann ist die Summe der Rechteckflächen, die wir hier sehen, eine Annäherung an die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse. Formal drückt man das für n Teilintervalle wie folgt aus, wobei n ist irgendeine natürliche Zahl, 5, 7, 10. Man schreibt die Summe von i gleich 1 bis n von f von xi mal Delta xi, wobei f von xi der Funktionswert an der Stelle xi ist, also sozusagen die Höhe angibt, und Delta xi die Breite des entsprechenden Teilintervalls, was man an der iten Stelle betrachtet, darstellt. Das Produkt f von xi mal Delta xi ergibt dann die Rechteckfläche und die Summe all dieser Rechteckflächen ergibt eine Näherung an die Fläche A zwischen dem Graphen der Funktion f und der x-Achse. Wählt man nun immer feinere Unterteilungen des Integrationsintervalls, das heißt, lässt man das kleine n immer größer werden und berechnet jeweils die Summe der Rechteckflächen, die resultieren, dann stellt das bestimmte Integral von a bis b über klein f von x dx das Ergebnis dieses Grenzwertprozesses dar, das heißt dieses Prozesses, dass das n immer größer wird. Dabei wird aus dem Summenzeichen das Integralzeichen, das ja noch ein bisschen an das Summenzeichen erinnert. Es sieht aus wie ein langgezogenes Summenzeichen. Und aus dem Delta xi ist ein dx geworden. Als Ergebnis erhalten wir nun nicht nur eine Näherung für die Fläche A, sondern den exakten Wert. Und damit ist auch klar, warum wir das dx nicht vergessen dürfen, denn dieses dx stellt ursprünglich die Breite eines Rechtecks dar. Und das sehen wir auch an der Maßeinheit des Ergebnisses. Die Maßeinheit einer Fläche, die wir ja berechnen, ist immer eine Längeneinheit zum Quadrat, wie zum Beispiel Quadratmeter oder Quadratzentimeter. Die Frage ist, wo zeigt sich diese Maßeinheit eigentlich im Integralausdruck? Schauen wir uns das mal an. f von x, das haben wir schon gesehen, stellt die Höhe eines Rechtecks dar und hat zum Beispiel die Einheit Meter. Was jetzt noch fehlt für die Quadratmeter ist ein mal Meter, um, wie gesagt, Quadratmeter zu erhalten. Das Malzeichen steht eigentlich unter dem Integral zwischen f von x und dx. Man schreibt das an dieser Stelle nur nicht mehr hin. Und dx stellt, wie gesagt, die Breite eines Rechtecks dar und hat damit ebenfalls die Einheit Meter. Damit hat f von x mal dx die Einheit Quadratmeter. Und das Ergebnis unseres Integrals hat somit die richtige Maßeinheit, nämlich Quadratmeter. Würden wir das dx aber weglassen oder vergessen, dann hätte unser bestimmtes Integral die falsche Maßeinheit, nämlich lediglich Meter statt Quadratmeter.